Heute möchte ich dir eine weitere Bleistiftzeichnung aus meinem Atelier hier vorstellen, und zwar den Boss, einen mächtigen Weißkopfseeadler, also das Wappentier Amerikas. Ja, ich erzähle dir etwas zu der Entstehungsgeschichte, welche Herausforderungen es gab und wie ich es letztendlich gepackt habe, diese 80 x 80 cm große Bleistiftzeichnung zu zeichnen. Ja? Also, ich wünsche dir viel Freude mit dem Video hier auf Schmidt Zeichenwelt und los geht's. Also, los geht's mit dem Boss. Du siehst hier schon eine schwache Vorzeichnung. Ja, ich baue den Adler jetzt Schritt für Schritt auf, natürlich ganz vorsichtig, mit wenig Kontrast zum Anfang, weil die Federn natürlich weiß bleiben. Ich lege also die dunkelsten Stellen erst einmal fest. Hier siehst du, wie ich langsam auch den Hintergrund festlege, sodass der Adler richtig rauskommt. So weiß ich, welche Stelle ist am dunkelsten und welche bleibt ziemlich hell oder weiß. Denn das hellste ist ja das Papier, das ich letztendlich vorher schon auswähle. Ja, du siehst, hier ist er schon ziemlich weit fortgeschritten. Zwischenschritte fehlen mir leider. Wie gesagt, ich zeichne nicht immer mit auf gleichzeitig, weil ich dann so im Flow versunken bin, dass ich das einfach vergesse. Aber ich habe hier ein wenig noch finden können. Ja, du siehst, ich arbeite hier schon mit relativ spitzen Bleistiften, also um die feinsten Konturen rauszuholen, um den Kontrast am Auge festzulegen, denn das Auge ist wirklich das Allerwichtigste. Ja, aber es geht noch wirklich viel, viel feiner. Und auch hier an der Unterlippe, wenn man so sagen möchte, lege ich den Schatten fest und arbeite auch hier mit der Wischtechnik, mit Pinseln. Warum? Weil ich ganz feine Übergänge brauche. Ja, die Federn dürfen nicht zu dunkel werden, denn sie sind ja im Grunde genommen weiß und den dunklen Bereich am Hinterkopf, den du siehst, der ist halt beschattet. Ja? So, du siehst, ich muss immer feiner arbeiten, also auch langsamer sozusagen. Und hier siehst du nochmal eine Großaufnahme, wo ich wirklich nochmal explizit das Auge ausarbeite. Ja, die Pupille richtig schwarz zeichne, da nehme ich meistens einen 8B Bleistift zu und aber auch noch einzelne Federpartien hier hervorhebe, übereinander lege, sodass dieser schöne 3D-Effekt entsteht bei den Federn, so als könne man reinpusten. Ja? Also, und natürlich, bevor das ein Gesamtbild gibt, ist es natürlich wichtig, alles aufeinander Stück für Stück abzustimmen. Ja? Du siehst, ich mache hier ganz feine Linien mit einem Radierstift, arbeite die Pupille noch einmal nach. Und wenn du Lust hast, den Adler selbst einmal Schritt für Schritt zu zeichnen, dann schau gern mal in meinem Online-Zeichenkurs rein. Ich habe dir den Link unten in die Beschreibung eingefügt. Ja, und zum Abschluss möchte ich dir noch die Zeichnung Boss, also diesen wundervollen Weißkopfseeadler, hier in meinem Atelier zeigen, wie er präsentiert wird für die Besucher, neben vielen anderen Kunstwerken, die ich dir auch noch vorstellen werde. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich für dein Zusehen und freue mich, wenn wir uns hier zum nächsten Video auf Schmidt Zeichenwelt wiedersehen, und freue mich über dein Abo, dein Like, und wenn du Fragen hast, schreib es mir gern in die Kommentare. Okay.